Clear Audio was founded in 1978 in Erlangen, Germany, and is a family-run company renowned for their engineering and in-house manufacturing of turntables, tone arms, cartridges, phonostages, and other analog equipment and accessories. In this episode of How Hi-Fi is Made, we focus specifically on Clear Audio's moving coil cartridges, which use an intricate, symmetrical magnetic system, which forms the foundation for their entire lineup, and was first patented by Clear Audio founder Peter Suki. Today, Clear Audio remains a family-run business and has been under the direction of Robert and Veronica Suki for decades now. The process you're about to see features their DaVinci cartridge. However, this same craftsmanship and general process applies to every one of their cartridges, including their most famous Goldfinger cartridge. I'm Jana, and this is How Hi-Fi is Made. Heute möchte ich euch vorstellen, wie wir MC-Tonabnehmer bauen und welche Leidenschaft und welche Präzision hierzu notwendig sind. Bevor ich bei Clear Audio angefangen habe, habe ich gearbeitet als Uhrmachermeister. Das ist meine hauptsächliche Ausbildung. Der Einstieg bei Clear Audio war für mich sehr schwierig. Die Spulen sind doch sehr dünn. Ich bin abends oft sehr deprimiert nach Hause gegangen, habe mir aber jeden Morgen ein Herz gefasst und habe gesagt, du schaffst das. Und nach 3 Monaten hat es dann endlich geklappt und ich war dann auch wirklich sehr, sehr happy. Das ist ein Golddraht, ein purer Golddraht, der hat eine Backlackbeschichtung. Ist dieser Draht sehr, sehr dünn, also mit dem bloßen Auge eigentlich nicht zu erkennen. Ihr Haar hat zum Beispiel eine Dicke von 40 μ. Unser Draht, den wir verwenden, hat eine Dicke oder Stärke von 12 μ. Jetzt ist es wichtig, wir haben eine spezielle eigenentwickelte Wickelmaschine. Man muss mit der Lupe sicherstellen, dass der Draht, wenn dann die Wicklungen vorangehen, dass der Draht eine perfekte Fläche bildet und immer wieder die Wicklungen übereinander liegen und die müssen perfekt übereinander liegen. Es geht nicht, dass dann kreuz oder quer dieser Draht über der Spule gewickelt wird. Das geht gar nicht. Vor allem für die Messergebnisse und auch später für Resonanzverhalten zum Beispiel sehr wichtig. Also alleine bis hier ist es schon ein enormer Aufwand. Nachdem die Spule fertig gewickelt ist, wird sie natürlich abgeschnitten und sie wird mit einem bestimmten Heißluft von unten zusammengebacken. Kann es 3 bis 4 Minuten schon dauern. Und dann habe ich eine Miniatur-Luftspule. Als ich meinen ersten Tonabnehmer dann zu guter Letzt dann endlich fertiggestellt hatte, nach 3 Monaten, war ich ziemlich happy. Und ich habe mir den auch aufgehoben und ich werde den auch niemals zerstören und der bleibt eigentlich ewig bei mir. Es ist mein Lieblingsstück. Die größte Erfüllung in meinem Job ist, wenn ich einen fertiggestellten Tonabnehmer habe und den dann auf den Plattenspieler anschließen kann und dann die ersten Töne von meiner Lieblingsscheibe höre, von Apocalyptica, The Seventh Symphony.
dass wir die Nadeln, die schon auf dem Bohrnadelträger montiert sind, alle kontrollieren. Dazu haben wir eine spezielle Mikroskopanlage, wo wir mittels 3D-Verfahren die Nadelträger aufnehmen können und auch den Diamant und den Schliff. Dieser Prozess kann bis zu 5 Minuten pro Stück schon beinhalten. Ist es natürlich notwendig, dass die Magnete, die auch von einem Lieferanten kommen, dass wir diese Magnete alle erstmal durchmessen und die Magnetfeldstärke ermitteln, damit wir diese dann in die jeweilige Kategorie mit ablegen können. Das ist dann notwendig für die spätere Selektion der Bauteile für die entsprechenden Tonabnehmer in den Kategorien. Auch hier haben wir natürlich junge Mitarbeiter, die dann so eine Arbeit teilweise auch mitmachen müssen. Das ist natürlich schon viel Aufwand. Also wenn man dann so 10.000 Magneten hat, das kann schon eine langwierige Aufgabe sein. Und da sitzt jemand dann eventuell eine Woche und macht nichts anderes als nur Magnete selektieren. Also das ist schon sehr, sehr aufwendig und anstrengend. So, wir schauen jetzt, ob meine Schwester auch im Büro ist. Und da haben wir natürlich auch noch unseren Firmenhund, den Baxter. Der wird bestimmt auch mit dabei sein. Jawohl. Hallo. Da ist meine Schwester. Freut mich sehr. Hallo. Und meine Schwester ist zuständig für Human Resources, Organisation, Archivierung, alles was dazugehört. Und natürlich unser Firmenhund. Baxter. Baxter. Genau. Baxter. Baxter ist bei uns seit 7 Jahren. 7,5 Jahren. Er kam im Januar oder März 2018 zu uns und ist seitdem absolutes Mitglied, Teammitglied, von allen Mitarbeitern geschätzt und geliebt, immer für ein Leckerli zu haben, immer für ein gutes Personalgespräch zu haben. Und wenn mal jemand traurig ist bei uns, zack, dann hat er jemanden zum Streicheln. Also das tut auch immer ganz gut für die Seele. Das ist Baxter. Jetzt müssen wir die Magneten quasi vergießen. Als erstes werden wir die Magnete anordnen auf einer bestimmten Form. Dann kommt das erste Magnetpaar drauf. Auch dieser Vorgang wird unter dem Mikroskop gemacht, weil er muss sehr präzise sein und sehr genau sein. Dann kommt eine spezielle Isolierscheibe dazwischen. Dann kommt das nächste Magnetpaar, welches aufgesetzt wird. Die Magneten haben ja eine bestimmte Kraft, ihren Nordpol und Südpol. Aber diese Anordnung ist so optimiert, dass sie sich nicht immer nur anziehen oder abstoßen, die Magneten. Das heißt, bei dem Aufsetzen kann es sehr gerne passieren, dass sich die Magneten verdrehen oder vielleicht sogar zusammenknallen. Dann werden sie eventuell beschädigt. Das heißt, man muss wieder von vorne anfangen. Dieser Prozess ist sehr, sehr aufwendig. Danach nehmen wir im Prinzip die gesamte Form und die wird dann vergossen mit einer speziellen Epoxidmasse. Danach werden wir diese Form nehmen müssen und in einen Vakuum bringen, damit möglichst alle kleinen Luftbläschen noch entfernt werden. Danach sehen wir natürlich, dass wir diese Form wieder auseinandernehmen müssen und dann kommt im Prinzip ein kleiner Zylinder und ein Quader, ein Rechteck aus der Form und der muss jetzt natürlich weiter bearbeitet werden. Geht dann runter in die erste Fertigungsebene und dort werden wir diesen Zylinder also ganz normal absägen. Und dann kommt er auf die CNC-Maschine und dort wird der Körper bearbeitet auf die schlussendliche Größe, die wir benötigen für den Tonabnehmer. Müssen wir immer noch von Hand eventuell den Korpus ein bisschen nachschleifen, um den für kleine Anpassungen in den Korpus perfekt zu integrieren. Schaut doch mal, was ich jetzt hier noch im Archiv gefunden habe. Das ist ja was ganz Besonderes, weil hier haben wir sogar einen der ersten MC-Tonabnehmer der Clear-Audio-Generation. Das ist der sogenannte Hammerhead oder Hammerkopf.
Diese Form, die war ganz speziell und bezeichnend für unsere Tonabnehmer. Also einer aus der ersten Generation, kann man sogar sagen. Auch hier, da haben wir dann schon angefangen mit speziellen Materialien. Also hier haben wir einen Dural-Aluminiumkörper genommen, haben extra schon die Flanken abgefräst, um möglichst wenige parallele Wände zu haben an diesem Design. Also auch hier sieht man, dass der Hammerkopf dann jetzt schon frei liegt. Und dann haben wir dann auch hier noch was ganz Besonderes. Das ist der Victory und Discovery Tonabnehmer. Hier haben wir dann also schon richtig in die Trickkiste gegriffen und haben also wahnsinnig viel an der Form gearbeitet und verbessert. Und die Magneten waren dann schon sehr, sehr gut eingefasst. Also auch hier, um die Resonanzen zu minimieren. Auch das ist natürlich schon ein besonderes Stück Geschichte, Clear Audio Tonabnehmergeschichte. Und wir haben ja noch viel, viel mehr, was wir also alles schon produziert haben. Auch schöne besondere Körper schon aus dem Panzerholz. Das ist ja auch bekannt bei unseren Plattenspielern als Chassismaterial, als Grundmaterial. Auch hier, das ist natürlich ganz tolle Fräsarbeit, aber auch akustisch hat dieses Material sehr, sehr wichtige und tolle Eigenschaften. Also hier haben wir wirklich ein schönes Stück Geschichte und Museum von Clear Audio. Jetzt würden wir anfangen und einen Tonabnehmer oder den Generator des Tonabnehmers zu bauen. Zuerst, wenn wir jetzt den Generator bauen, benötigen wir eine Vorrichtung und auf dieser Vorrichtung wird ein doppelseitiges Klebeband angebracht und dort wird als erstes eine kleine Hülse angebracht. Wir nennen sie Turbohülse. Und als erstes wird die hintere Spule aufgesetzt. Müssen wir die Spulenkäbelchen farblich markieren, um später keine Verwechslung zu haben. Ich bin die Lorena. Ich arbeite hier schon seit 4 Jahren bei Clear Audio, bin für die Produktion für Tonabnehmer, MM und MC zuständig. Bevor ich bei Clear Audio angefangen habe zu arbeiten, habe ich als Uhrmacherin gearbeitet, auch im Verkauf. Im Uhrmacherhandwerk hat man auch sehr viel mit Gleitteilen zu tun. Hier bei den MC-Tonabnehmern ist es noch feiner als bei Uhren. Wir haben unter anderem einen sehr feinen Draht, der auch sehr leicht reißt. Das ist hier bei uns wirklich die Herausforderung, den so zu legen, dass ein schönes Produkt zum Schluss herauskommt. Man kann es lernen, man muss dazu nicht unbedingt Uhrmachermeister sein. Aber man braucht Willensstärke, gute Augen und natürlich auch ein Gespür und ein Gefühl in den Händen, welches seinesgleichen sucht. Setzen wir dazwischen das Silikonlager, natürlich aus einer speziellen Mixtur, die sehr geheim ist. Die wird so wie manche Softdrink-Rezepte natürlich gehütet. Diese Mixtur des Lagers ist natürlich einmal nicht nur geheim, aber auch hier ist die Schwierigkeit über die letzten 10 Jahre gewesen, dass einige Chemikalien oder Ingredienzien für die Mischung, die für die Viskosität und die Stabilität notwendig sind, dass diese Chemikalien teilweise nicht mehr erlaubt sind oder gar nicht mehr verwendet werden dürfen. Dadurch mussten wir mindestens schon 2-mal diese Mischung quasi neu erfinden. Aber dieser Prozess ist sehr langwierig und aufwendig, weil bis man wieder die perfekte Mischung erhält, um das Masse-Trägheitsverhältnis und das Abtastverhalten bis auf die Spitze zu treiben, bis man das wieder hat, das sind ganz, ganz viele, unbeschreiblich viele Tests. Nachdem wir jetzt das Lager eingesetzt haben oder aufgesetzt haben, kommt natürlich die nächste Spule, die wir aufsetzen. Auch hier wieder werden natürlich die Kabel farblich markiert. Und auch der Prozess ist natürlich ganz wichtig, weil der Abstand zwischen den beiden Spulen und dem Lager, der muss natürlich auch perfekt eingehalten werden. Ein besonderer Bereich ist natürlich wichtig für uns und der uns auch sehr stolz macht. Wir haben natürlich ein Patent auf unser Movicol-System. Und hier ist ganz besonders herauszuheben, dass unsere 2 Spulen quasi hintereinander symmetrisch angeordnet sind. Und dadurch haben wir eine bessere Kanaltrennung, dadurch haben wir ein besseres Masse-Trägheitsverhältnis.
Und dadurch haben wir natürlich eine sehr hohe dynamische Abtastung. Und das kommt uns technisch natürlich sehr zugute und das macht uns stolz. Nun, nachdem wir jetzt alle Spulen und das Lager aufgesetzt haben, haben wir natürlich eine Vorrichtung, mit der wir den ganzen Generator in den Magnetkörper einbringen können. Jetzt, nachdem wir den Generator quasi mit dem Magnetkörper verbunden haben, müssen wir die Drähte quasi am Backpanel anlöten. Die Drähte werden natürlich vorgerichtet und werden jetzt mit dem genau richtigen Bereich von der Temperatur und der Lötpaste angelötet. Hat man hier etwas zu lange gelötet oder nicht lang genug, dann hat man entweder eine kalte Lötstelle oder es passiert, dass der Draht quasi beschädigt wird und dann müsste man wieder von vorne an. Jetzt müssen wir natürlich anhand der ersten Messungen den Tonabnehmerkorpus wählen, der aus Aluminium oder aus Edelstahl oder einem anderen Material ist, wird sich anhand der technischen Merkmale zeigen. Ja, als ich hier angefangen habe, habe ich nicht gewusst, was auf mich zukommt. Ich habe halt gedacht, dass wir nur Tonabnehmer zusammenbauen, die messen, anhören und dann verpacken und nicht mehr passiert. Doch wir haben mehr zu tun. Wir tun forschen, wir tun anhören, neu entwickeln, Teile austauschen, verändern, um ein neues Produkt herzustellen. Und ich finde, das ist das Spannende, wenn man halt forschen kann, neue Sachen entwickeln kann und nicht nur nach Schema F arbeiten muss. Jetzt haben wir den Tonabnehmer, den wir in ein Schnellwechselsystem einsetzen von unseren selbstgebauten Laborlaufwerken, die natürlich speziell geeicht sind. Und hier machen wir den Schnelltest, um zu sehen, muss noch nachgestellt werden oder nicht. Wenn noch nachgestellt werden muss, um die Testergebnisse zu verbessern, kommt der Tonabnehmer raus, es wird nachjustiert und es wird wieder eingesetzt und wieder schnell gemessen in diesem Schnellwechselsystem. Und danach, wenn sichergestellt ist, dass die technischen Parameter der Klassifizierung entsprechen, dann kommt natürlich noch der endgültige Test mit komplettem Frequenzgang, damit wir hier ganz klar manifestieren können, welche Qualität dieser Tonabnehmer hat. Und nach abgeschlossener Messung und wenn sichergestellt ist, in welcher Kategorie dieser Tonabnehmer ist, wird jetzt noch der Tonabnehmer verschlossen. Und zur Kennzeichnung kommen natürlich hinten noch die farbigen Ringe auf die Pins. Die Frage kommt auf, wie lange so, ein Tonabnehmer braucht. Das ist manchmal schwer zu sagen, da sehr viele einzelne Schritte vorhanden sind. Einzelne Teile zusammenzustellen, nur um die Funktion zu geben, dauert an sich an die halbe bis dreiviertel Stunde. Würden wir alles zusammensetzen, bräuchten wir wahrscheinlich 1-2 Tage, um ein fertiges Produkt darzustellen. Und dieser Aufwand bedingt, dass wir
einen oder 3 oder 4 nur pro Tag fertigen können. Und das mit unseren 4 Mitarbeitern, die speziell auf MC-Tonabnehmer trainiert sind. Also für mich, der seit bald 40 Jahren in der analogen Welt und der Tonabnehmerwelt zu Hause ist, ist ein großer Respekt für alle Mitarbeiter von uns natürlich, aber auch in anderen Firmen, die Tonabnehmer bauen. Dieser Aufwand und diese Präzision, die hier an den Tag gelegt werden muss, das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes und da ziehe ich meinen Hut. Hoffe ich, dass Sie in den Genuss kommen, Tonabnehmer von uns einmal anhören zu können oder vielleicht auch zu besitzen. Das würde uns sehr freuen. I hope you enjoyed this deeper look into how a long-standing German family-owned company like Clear Audio makes moving coil cartridges. They have such a wide and deep understanding of analog manufacturing, and as someone who is particularly interested in learning more about that, I found it truly enjoyable to visit and to share what I learned with all of you through this video. So if you made it this far into this episode, thank you so much for watching. And please consider subscribing to this channel. It really means a lot to me and it helps make more episodes like this possible. Thank you. Bye. Und wieder Sitz. 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 Na, nicht mehr. Stop. Stop.